In dem heutigen Video gebe ich dir einige KI-Tools mit an die Hand, die deinen Alltag, deine schulische Arbeit, aber auch sämtliche Arbeit in den Leben erleichtern werden und dir somit Tausende von Stunden Arbeit abnehmen werden. Lass uns nicht lang drum herum legen und gleich loslegen. Mein Name ist Christoph, herzlich willkommen bei Schulgelaber, wo wir regelmäßig über den Tellerrand von Schule hinausschauen. Ja, lasst uns gleich mit der ersten App loslegen. Und ihr kennt das sicherlich aus eurem Alltag nur zu gut. Manchmal muss man einfach mal sich den Frust und die Genervtheit von der Seele schreiben. Und manchmal würde man am liebsten an Eltern, aber auch an die Schulleitung eine ehrliche E-Mail schreiben und mal alles raushauen, um seinen Frust rauszugeben. Aber sind wir ehrlich, das geht natürlich nicht. Doch ab sofort könnt ihr das und deshalb schauen wir mal hier rein. Ich möchte euch als allererstes Polite Post vorstellen. Da könnt ihr, wie ihr hier schon seht, könnt ihr einfach mal eine E-Mail, so viel sie schreiben würde, einfach mal voll raushauen, was euch so richtig nervt, ja. Und das Tolle ist, diese KI wird eure E-Mail nehmen und die verbessern. Und zwar so, dass er sie einfach an euren Chef oder euren Chefin oder an die Eltern rausschicken können. Ich habe hier mal ein Beispiel gemacht, dann lassen uns hier mal diese E-Mail fixen. Das dauert gar nicht so lange. Und dann wird sie euch eine E-Mail raushauen, die ja doch etwas entspannter das Ganze darstellt. Da sind wir auch schon, ja. Und hier kommt das Ganze schon raus, ja, von diesem, was ihr zum Anfang gesehen habt, wirklich grob und ja doch barsch, ist das hier gleich umgeschrieben worden. Und das Tolle ist, es ist auch gleich auf Deutsch, auch wenn im Hintergrund das Ganze mit ChatGPT auf Englisch gemacht wird und übersetzt wird. Also von daher, schaut's euch an. Polite Post, wirklich eine großartige App, die euer Leben erleichtern wird und wirklich, ja, einfach mal voll rausballern und dann in vernünftiger Art und Weise übersetzen lassen, um es dann rauszuschicken. Jetzt möchte ich euch ganz gerne zwei Alternativen zu ChatGPT vorstellen. Ich denke, aktuell sollte jeder wissen, was mit ChatGPT gemeint ist. Es ist eine textbasierte Eingabe- und Verarbeitungs-KI, welche wirklich großartige Leistungen verbringt. Aber ChatGPT hat genau zwei Nachteile und die beiden Alternativen, die ich euch jetzt vorstellen werde, werden dafür sorgen, dass ihr vielleicht auch mal was anderes machen werdet. Das Problem Nummer 1 ist, ChatGPT ist bezüglich der Quellen nicht wirklich transparent. Ja, und gerade in Schule, aber auch im Arbeitskontext möchte ich doch ganz gerne wissen, wo kommt diese Information her, um sie weiter zu verarbeiten. Und dazu zeige ich euch mal gleich als erstes die nächste Alternative, und zwar Perplexity. Das ist das genau das Gleiche wie ChatGPT, aber es werden Quellen genannt. Ich habe hier schon mal eine Frage eingegeben, ja, warum ist die maximale Erderwärmung von 1,5 Grad so wichtig? Man bekommt das Ganze auf Englisch wiedergegeben, aber wir wissen alle, mit DeepL oder Übersetzungsprogrammen kriegen wir das ganz gut hin. Und hier habe ich gleich schon mal die einzelnen Quellen. Kann ich raufgehen, dann komme ich zu der jeweiligen Quelle. Und was ich ebenfalls großartig finde, dass es mir verwandte Themen gleich vorschlägt. Wenn ich hier auf das Plus drücke, dann beginnt wieder die Anfrage an Perplexity. Und auch hier bekomme ich dann wieder die einzelnen Antworten beziehungsweise wieder weitere Bereiche, wo ich drauf eingehen kann. Und schon kriege ich vielleicht eine Unterrichtseinheit ganz einfach mit Hilfe von Quellen, aber auch für mögliche Referate oder irgendwelche komplexen Fragen bekomme ich hier Ressourcen und aufeinander folgende Hinweise. Also von daher ab sofort ChatGPT und Perplexity benutzen für die Quellen. Die zweite Sache, die ich euch ganz gerne vorstellen möchte, fixt das Problem, dass ChatGPT aktuell noch im Jahr 2021 festhängt und dadurch bei manchen Sachen nicht wirklich gut funktioniert, beziehungsweise manchmal will man ganz genaue Daten haben. Und da kommt Write-Sonic ins Spiel. Schauen wir mal hier rein. Und hier habe ich schon mal das Ganze vorbereitet, dass wir nicht so lange warten müssen. Und zwar, was sind die Kernaussagen des IPCC-Berichts aus dem Jahr 2022? Diese Daten sind in ChatGPT nicht vorhanden, weil, wie gesagt, Jahr 2021 und das hier war, wenn ich mich nicht irre, im November kam das Ganze raus. Und ihr seht schon die Antwort, auch wieder auf Deutsch, und hat schon 3 Kernaussagen
und jetzt kommt auch das Tolle wieder, mit Querverweisen, wo das Ganze herkommt. Und ihr seht auch hier unter anderem eine deutsche Quelle des Ganzen. Und dann seht ihr, was das Besondere ist. Wir haben hier unten in dem Bereich, dass Google mitverwendet werden soll. Also, Writesonic ist auf jeden Fall noch ein bisschen schneller als ChatGPT und es ist mit aktuellen Daten gefüttert und ihr könnt auch hier wieder mit Quellen das Ganze verwenden. Das wären 2 Alternativen zu ChatGPT. Als nächstes möchte ich euch 2 Möglichkeiten vorstellen, wie ihr mit Hilfe von KI-Modellen, PowerPoint-Präsentationen oder Präsentationen als solches schnell und einfach für euch erstellen lassen könnt, beziehungsweise euch erstmal eine erste Inspiration bringen kann. Und die erste App, die ich euch vorstelle, ist die Tome-App. Schauen wir hier mal rein. Das Tolle an der Tome-App ist, sie zeigt euch einfach nur anhand von ein paar Eingabeaufforderungen, welche ihr somit bringt, erstellt euch zum einen eine Präsentation und zum anderen die dazu nötigen Bilder, und zwar mit der Dall-KI. Ja, also mit Dale 2, ja, da ist das eingebunden, die sozusagen Fotos für euch erstellt. Gehen wir hier mal ein bisschen genauer hinein und ich habe hier das Ganze schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Wir gucken uns mal das hier etwas genauer ein. Hier war die Fragestellung, die ich gestellt habe, wie man Schülerinnen und Schüler wieder für die Schule begeistern kann, wie man sie fürs Lernen wieder gewinnen kann. Es ist zum Anfang erstmal auf Englisch, aber dann die nächsten Folien sind tatsächlich auf Deutsch und das ist eigentlich ganz cool, ja. Hier als Informationen schon mal gegeben. Das Ganze habe ich angegeben, dass ich da eine Story gerne hätte. Ihr könnt entscheiden, ob ihr eine PowerPoint-Präsentation oder eine Präsentation haben möchtet oder eine Story. Und dann werden euch die einzelnen Sachen hier dargestellt. Aber ihr seht schon hier auf der rechten Seite, die Fotos sind mit der Dale-Fliese erstellt und die sind nicht so wirklich großartig, ja. Aber der Inhalt ist schon ziemlich gut und kann als erste Inspiration benutzt werden. Ich würde jetzt kritisieren, dass mir da zu viel textlastig das Ganze drauf ist, aber es kann euch durchaus einige Sachen an Vorarbeit abnehmen. Oder hier, wenn ihr zum Beispiel eine Arbeit über Mozart erstellen müsst, ja, weil ihr vielleicht den Schülern da einführen wollt oder die Schüler benutzen das Ganze, dann könnt ihr hier, das ist natürlich auf Englisch, da könnt ihr das Ganze hier schon als richtig coole Story gewinnen mit tollen Informationen und die Bilder dazu sind ebenfalls passend, aber auch komplexe Fragen wie hier zum Beispiel, da ich die Frage gestellt nach Industrieländer versus Entwicklungsländern versus Schwellenländern, ja, und da hat er mir tatsächlich eine ziemlich gute Präsentation rausgepackt. Das würde ich dann einfach hier umschreiben. Wenn man hier reingeht, kann man hier tatsächlich dran schreiben, das Ganze. Und hier seht ihr schon, tatsächlich als einführende Maßnahme könnte ich das meinen Schülerinnen und Schülern zeigen. Ja, die Bilder sind eigentlich auch ganz cool und passend. Der hat zum einen die einzelnen Bereiche erkannt, die ich da ganz gerne hätte. Und zum anderen ist er dann auf die einzelnen Bereiche Industrieländer versus Entwicklungsländer. Hier hat er das Ganze dann erstmal als Definition dargestellt. Und dann hat er hier nochmal explizit die Entwicklungsländer herausgestellt. Und zu guter Letzt hat er dann als Fazit das Ganze gegenübergestellt. Eine weitere Alternative, die aber aktuell hoffnungslos überlastet ist ein KI-Modell von der Boston Consulting Group, ja, die auch ebenfalls euch PowerPoint-Präsentationen erstellt. Wir schauen hier mal ein bisschen genauer rein. Da kann ich euch aktuell nichts Genaues zeigen, weil es wirklich hoffnungslos überfordert ist aktuell mit den Anfragen. Aber wenn wir hier mal als Beispiel das Ganze nehmen, How to Write a Book, dann seht ihr, das ist schon eher in Richtung Präsentationsmodus. Ja, sehr kurz und knapp. Die Beispielbilder sind ebenfalls passend. Und was ich ganz cool finde, man kann hier den Style noch dementsprechend anpassen. Mit einem Klick kann das Ganze, wie gesagt, auf eure Bedürfnisse angepasst werden. Und ihr könnt das Ganze dann als PDF oder als PowerPoint exportieren. Also 2 Alternativen, wie ihr mit Hilfe von KI erste Präsentationen erstellen könnt, aber euch inspirieren lassen könnt, um vielleicht eine spannende Story zu erzählen. Als nächstes möchte ich euch ein paar Sachen zeigen zum Schmunzeln, ja, beziehungsweise die auch ihr in Schule, aber auch einfach mal in eurem Social-Media-Leben verwendet könnt. Und zwar Supermeme. Supermeme braucht ihr überhaupt nichts großartig am Anfang. Ihr könnt euch dort einfach nur anmelden, wenn ihr auf die Supermeme-Seite kommt. Die erstellt einfach nur Memes anhand eurer Wortvorschläge oder Textbausteine. Ziemlich cool. Und das Tolle ist, man braucht nicht großartig mal machen. Man muss sich noch nicht mal anmelden, einfach nur draufklicken. Dann landet man hier und jetzt lasst uns mal einen Meme raussuchen. Deine Schüler sind begeistert von deinem Unterricht, aber du hast alles mit der KI machen lassen. Ja, und jetzt können wir das hier mal machen. Ja.
und dort ein Meme erstellen lassen. Und schon kommen die ersten Memes schon raus und die sind eigentlich ziemlich cool. Ja? Wenn Sie Lehrer sind und Ihre Schüler Ihren Unterricht lieben, aber Sie alles mit der KI überlassen haben. Das Tolle ist, ihr könnt hier reingehen, ja, ihr könnt das hier editieren, könnt das runterladen, könnt das dann abspeichern, könnt das zeigen, könnt ihr auch als Input benutzen. Da ist eurer Kreativität, könnt ihr da freien Lauf lassen. Und die sind eigentlich soweit ganz cool. Von daher schaut da mal rein, da könnt ihr ein bisschen rumspielen, könnt das aber auch als Input für eure Schülerinnen und Schüler benutzen, aber auch für euer Social-Media-Leben. Als nächstes möchte ich euch eine KI vorstellen, welche vielleicht euer nächster Fitnesstrainer werden könnte, beziehungsweise eure erste Fitnesstrainer-KI-Inspiration sein könnte. Und zwar der Gym Genie. Schauen wir mal ein bisschen genauer rein. Das macht nichts anderes, als euch eine Workout-Routine zu erstellen. Lasst uns mal gemeinsam da durchleben. Ja, ich würde sagen, ich bin eher fortgeschrittener. Meine Größe ist, machen wir mal 1,88. Mein aktuelles Gewicht sind 89 Kilogramm. Ich würde ganz gerne auf 85 Kilogramm. Ich kann 3-mal die Woche trainieren. Ich habe ein Gym, ein Hoch auf die gut ausgestattete Schule. Als erstes möchte ich gerne Muskeln aufbauen und als zweites Gewicht verlieren. Und dann kann er mal ein Workout kreieren. Und dann seht ihr das hier unten schon, der bastelt schon. Nochmal, das ist einfach nur eine Inspiration, aber das ist eigentlich ganz cool, wie er das hier so aufbaut, was man hier so alles machen kann. Und hier könnt ihr euch das Ganze dann auch sofort wieder auf Deutsch übersetzen lassen, rauskopieren, übersetzen lassen und dann vielleicht nochmal quer googeln. Aber als erste kleine Workout-Routine kann euch das helfen, um die Ziele zu erreichen, die ich hier eingegeben habe. Als nächstes möchte ich euch 2 Apps vorstellen, beziehungsweise KI-unterstützte Apps vorstellen, die ihr vielleicht, wenn ihr so wie ich einen Podcast produziert oder wenn ihr vielleicht Audioaufnahmen für eure Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellen möchtet und diese in maximal guter Qualität darstellen möchtet. Unter anderem ist wenn man so diese Amps und Geräusche oder mal dieses Räustern oder Einatmen, was man mal immer wieder, wenn man sich mal mit Audiospuren auseinandergesetzt hat, immer mal wieder sieht und die einen auch echt nerven können. Und deshalb hat unter anderem Adobe Podcast was rausgehauen. Wie gesagt, ich verlinke alles unten, damit ihr darauf zugreifen könnt. Und hier könnt ihr einzelne Audiospuren einfach, wenn ihr da angemeldet seid, könnt ihr da raufpacken. Und dann nimmt er diese Zwischengeräusche einfach raus. Wer ein Adobe-Konto hat, kann da schon sofort drauf zugreifen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Wer keins hat, muss sich dafür anmelden, kann aber auch, zeige ich euch zweites, Clean Voice benutzen. Da ist genau das Gleiche. Da könnt ihr eure Audioaufnahmen hochladen und dann werden die einzelnen komischen Geräusche, die man so immer mal wieder hat, einfach rausgefiltert und dann könnt ihr da eine klare, schöne Audioaufnahme zur Verfügung stellen. Wie gesagt, ich verlinke nochmal alles unten drunter, auch nochmal ein Beispielvideo, wie das Ganze gut funktioniert. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Nachdem wir jetzt den Bereich des Audios gerade vorgestellt haben bzw. besprochen haben, würde ich einfach mal auf den nächsten Bereich gehen, und zwar das Video. Und auch hier einfach mal als kurze Inspiration die Runway KI-App, welche in Summe alles Mögliche zur Verfügung stellt. Unter anderem könnt ihr hier diesen Bereich von Fotos nehmen. Wie kann das erweitert werden mit Hilfe von der KI? Ist wirklich beeindruckend, was da alles funktioniert. Ihr könnt mit Hilfe von Videos, die ihr so hochladet, könnt ihr einen Greenscreen erstellen. Total einfach. Das Ganze sieht dann in der realen Ansicht so aus, dass ihr hier euer Tool habt. Ihr könnt hier die einzelnen Sachen austesten. Will ich da jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, das würde ein eigenes Video sein. Aber hier die Runway-App. Als Google Chrome Erweiterung könnt ihr die benutzen, um eure Videos zu verbessern, mit KI-Modellen das Ganze zu unterstützen, den Hintergrund wegzunehmen oder Fotos erstellen zu lassen und zu schauen, okay, ich habe jetzt dieses Foto, wie könnte der weitere Bereich drumherum aussehen? Da seid ihr bei Runway auf jeden Fall gut aufgehoben und ein Großteil funktioniert zum Anfang natürlich kostenlos, aber natürlich, und das ist auch vollkommen okay, wollen die natürlich später auch mal Geld bekommen. Wenn wir aber schon mal dabei sind, Videos zu nehmen, wovon leben Videos auch nochmal? Richtig, von Musik. Und gerade wenn man Musik verwenden möchte, ist doch immer wieder schwierig, lizenzfreie Musik zu bekommen. Also was kann man machen? Richtig, eigene erstellen. Und deshalb empfehle ich euch die Beethoven.ai App. Da könnt ihr eigene
Musikstücke kreieren nach unterschiedlichen Stimmungen, ja, und könnt ihr in eure Videos verwenden. Das ist auch nochmal eine kleine Empfehlung aus dem Bereich Video, aber auch in Verbindung mit, um Stimmung zu erzeugen, eigene Musik. Kommen wir zum letzten Bereich. Und zwar, das wäre nochmal ein kleiner Abstecher in Richtung Notion. Und da gehen wir hier einfach mal rein. Notion hat, wenn man sich darauf angemeldet hat, ja, und ich bin jetzt glücklicherweise freigeschalten worden, auch eine KI in Notion integriert. Und die ist tatsächlich richtig gut und sie funktioniert zuverlässig, weil sie in Notion sozusagen integriert ist. Man muss dort nicht ständig irgendwelche Abfragen abwarten. Und die ist wirklich richtig gut, weil sie kann zum einen sich auf das beziehen, was du in Notion geschrieben hast, aber auch, wir gucken mal hier ganz konkret rein, euch richtig gute Fragen erstellen. Da macht man ganz simpel, man kann hier, ja, AI und dann kommen die ganzen Notion AI Sachen und ich zeige es euch einfach mal in einer Sache und ich würde ganz gerne für den nächsten Podcast, den wir machen, wollen wir mal so ein bisschen KI in den schulischen Alltag einnehmen und da fragen wir doch mal, was sind die Vor- und Nachteile von KI in der Schule und da fragen wir doch mal die KI und ihr seht, das legt sofort los, ist total schnell und gibt ausführliche Antworten, die etwas länger sind, als ihr sie von ChatGPT gewohnt seid. Ja, ihr seht, die sind immer noch am Schreiben. Und hat es sogar unterteilt in Vorteile, einfach mal aufgerüstet, dann Nachteile. Und jetzt könnte man hiermit weiterarbeiten und das sind schon mal relativ gute und ausführliche Antworten, die ihr benutzen könnt. Also kleiner Abstecher, wenn ihr Notion habt, setzt euch auf die Ratinglist für die KI-Modelle von Notion. Die sind nämlich richtig, richtig gut und ich glaube, da wird noch mal einiges kommen. Wenn ihr dazu Fragen habt, haut's unten in die Kommentarfunktion rein. Und dann war's das. Ich hoffe, ihr werdet mit diesen vielen KI-Tools euren Alltag erleichtern und viele Stunden von Arbeit einsparen. Viel Spaß!